Willkommen zurück. Weiter geht es mit Teil 3 unserer Serie Umstieg auf Windows 11. In diesem Video schauen wir uns die Neuerung von Windows 11 an. Let's go! Den Anfang macht das neue Design, denn das ist das erste, das der Nutzer zu sehen bekommt. Dazu gehört die Taskbar, die Icons, das Benachrichtigungsfenster, die Schnelleinstellungen, das Widgetfenster, Ordner sowie die Einstellungen. Zunächst gucken wir uns die Taskbar an. Diese ist nun zentral platziert, kann aber auch linksbündig platziert werden für all diejenigen, die Retro dem Modernen vorziehen. Hier sieht man schon die ersten neuen App-Icons. Microsoft Teams ist nun fester Bestandteil des Docks und lässt sich nicht entfernen. Das finde ich nicht unbedingt gut. Ein Klick auf die Taskbar öffnet diese. Das Fenster kann man sich dreigeteilt vorstellen. Oben befinden sich die angepinnten Apps. Darunter sind die empfohlenen Apps und ganz unten, getrennt durch eine horizontale Linie, das aktuelle Profil sowie der Ein-Aus-Button. Um die gesamten Apps anzeigen zu lassen, genügt ein Klick auf alle Apps oben rechts. Jetzt sehen wir das neue Ordner-Design. Die Ecken sind abgerundet, es gibt neue Icon-Designs sowie neue Symbole. Das Design wirkt modern und zeitgemäß. Und genau dasselbe gilt auch für das Menü, das mit einem Rechtsklick auf dem Desktop aufgerufen wird. Seht euch die Icons an. Es wirkt viel moderner. Wir bleiben bei den Ordnern und kommen zur neuen Undock-Hilfe. Damit wird das Organisieren von Fenster zum Kinderspiel. Dafür muss man lediglich mit dem Mauszeiger oder einem Stift über die Maximieren-Taste fahren. Und schon tauchen die Vorschläge auf. Dabei kann das Fenster halbiert, gedrittelt oder geviertelt werden. Ich finde es mega praktisch umgesetzt. Wenn diese Fenster in einem virtuellen Desktop erstellt wurden, bleiben sie bestehen, auch wenn man zu einem anderen Desktop wischt. So kann man sich gezielt verschiedene Desktops einrichten und zwischen ihnen hin und her wechseln. Beispielsweise einen zum produktiven Arbeiten, einen zum Konsumieren von Filmen, einen fürs Shopping und so weiter. Ihr habt es verstanden. Widgets. Aufgerufen durch einen Wisch vom linken Rand oder durch einen Klick auf das Wetter links unten. Zeigen dem Nutzer das Wetter, Fotos, Aktien, Nachrichten und so weiter. Und das alles im neuen Gewand. Was gibt es für Touchgesten? 3-Fingerwisch nach oben zeigt alle geöffneten Fenster. 3-Fingerwisch nach unten blendet alle Fenster wieder aus. 4-Fingerwisch ermöglicht das Wechseln zwischen virtuellen Desktops. Wischen von links öffnet das Widgets-Fenster. Ein Wisch von rechts öffnet die Benachrichtigung und den Kalender. Ein Tab auf den Bereich der Batterie öffnet die Schnelleinstellungen. Beim neuen Benachrichtigungsfenster befinden sich die Benachrichtigungen oben und der Kalender unten. Dieser ist auf- und zuklappbar. Dementsprechend vergrößert oder verkleinert sich der Bereich der Benachrichtigungen. Viele Neuerungen betreffen auch den Microsoft-eigenen Browser namens Edge. Er besitzt nicht nur ein neues Design, welches durch den Nutzer personalisiert werden kann, sondern auch eine neue Basis. Er verwendet nun die Chromium Engine, wie auch der Google Chrome Browser. Das wird auch gleich in den Einstellungen ersichtlich, denn viele Einstellungen ähneln sich zum Chrome Browser. Es gibt vielseitige Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise können Apps und Erweiterungen hinzugefügt werden. Aber am spannendsten finde ich die Einstellung zur Leistung. Man kann verhindern, dass Apps und Erweiterungen im Hintergrund laufen, den Effizienzmodus aktivieren oder aber ungenutzte Tabs in den Ruhezustand versetzen. All das verhilft zu einer längeren Akkulaufzeit. Viele Nutzer verwenden Googles Chrome Browser und die Google-Suche. Das will Microsoft unbedingt ändern und belohnt Nutzer, sollten sie die Bing-Suche nutzen. Das nennt sich Microsoft Rewards. Da bekommt der Nutzer Punkte, die er im Store verwenden oder aber spenden kann. Selbstverständlich bietet Edge auch die Synchronisation mit Android, iOS und macOS. Auch speichert Edge nun Passwörter, damit der Nutzer diese nicht jedes Mal eintippen muss. Der Store hat ebenfalls einen neuen Anstrich bekommen. Dieses Design konnte man bereits über Windows 10 sehen. Wichtiger als das Design ist der Inhalt. Leider fehlen wichtige Apps noch immer. Positiv hingegen finde ich die Tatsache, dass Herstelleranwendungen oder Treiber direkt hierüber installiert werden können. Der neue Media Player oder auch die Wetter-App zeigen Microsofts Designphilosophie namens Fluent Design.
Die Ansicht ist entweder 2 oder 3 geteilt mit einem schmalen, transparenten Streifen auf der linken Seite, der mit einem Klick auf das Hamburger-Symbol ausklappt. Im ausgeklappten Zustand sieht man die Transparenz noch deutlicher. Seht euch die Icons im Hintergrund an. Endlich! Endlich sind die Einstellungen aufgeräumt und zusammengefasst. Was war das bloß für ein Chaos in Windows 8, 8.1 und auch noch 10? Links sehen wir die Oberpunkte, rechts die Unterpunkte dazu. Diese sind auf- und zuklappbar. Klickt man auf einen Punkt mit einem Pfeil, der nach unten zeigt, wird diese Einstellung aufgeklappt. Klickt man hingegen auf einen Unterpunkt mit einem Pfeil, der nach rechts zeigt, kommt man auf einen anderen Unterpunkt. Klickt man hintereinander auf mehrere Unterpunkte, sieht der Nutzer hier oben eine Art Baumstruktur, um nicht die Orientierung zu verlieren. Darauf kann man drücken, um zurückzukehren. Das finde ich gut. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen Ausblick geben. Windows 11 ist kein fertiges Produkt, sondern bekommt einmal im Jahr ein großes Feature-Update. Ein großes und wichtiges Thema für die Zukunft ist das Zusammenspiel mit Android. In Zukunft sollen sogar Android-Apps auf Windows 11 laufen. Lassen wir uns überraschen, wie sinnvoll das ist und wie gut die Umsetzung sein wird. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Weiter geht es mit Teil 4 und dem Zusammenspiel zwischen Windows 11 und Android 12 mit der Ear Smartphone App. Bis gleich!